Moin zusammen. 6 Uhr am Bodensee, die Sonne geht auf, der Campingplatz schläft noch, Kathi übrigens auch, aber ich dachte mir, ich nutze das schöne Wetter, denn wir hatten die erste regenfreie Nacht überhaupt auf dieser ganzen Tour und mache mal ein paar Drohnenaufnahmen vom Bodensee, der hinter mir liegt. Wir beginnen heute mit der zweiten Etappe unserer Reise, nämlich der Deutschen Alpenstraße, die hier in Lindau beginnt und der wir bis Berchtesgaden folgen wollen. Gestern Abend haben wir uns erstmal einen schönen, gemütlichen Abend gemacht, haben uns in Ruhe die Insel Lindau angesehen und haben es wirklich genossen, dass es mal nicht geregnet hat. Es war herrlich, einfach am Seeufer sitzen, eine Pizza gegessen, herrlich. So muss Urlaub laufen. Freunde, endlich ist es soweit. Kathi und ich starten in den zweiten Teil unserer Reise, nämlich in die Deutsche Alpenstraße. In diesem Video folgen wir dieser vom Bodensee aus über den Rohrachanstieg und die Scheidegger Wasserfälle bis hin zum Großen Alpsee und weiter zur Staatslachklamm bei Sonthofen. Abends sind wir dann spontan zum Grillen eingeladen, wofür wir die Alpen kurz verlassen. Freut euch auf tolle Straßen und tolle Aussichten und los geht's! Und dann geht's endlich los. Wir starten auf die Deutsche Alpenstraße. In den nächsten 6 Tagen nehmen wir die insgesamt 484 Kilometer lange Panoramastraße vom Bodensee bis ins Berchtesgadener Land in Angriff. Den Beginn machen heute Morgen der Rohrachanstieg und die Scheidegger Wasserfälle in direkter Nähe zum Bodensee. Nach nur wenigen Minuten sind wir vom Campingplatz aus bereits auf der B308, die bis hinter Sonthofen die Deutsche Alpenstraße bildet, und fahren die 9% Steigung des Rohrachanstiegs. Mit dem überwinden wir in mehreren Haarnadelkurven fast 400 Höhenmeter vom Bodenseebecken rüber ins Allgäu. Direkt nach dem Rohrachanstieg liegen die Scheidegger Wasserfälle am Wegesrand und laden zu einem Besuch ein. Wir schauen sie uns allerdings nicht an, denn sie kommen mit einem dicken Haken, wie wir schnell feststellen müssen. Das war natürlich noch keiner der eigentlichen Scheidegger Wasserfälle, die kommen erst ja unten hinter der Kurve, aber trotzdem. 10 € für Wasserfälle, weil ein Kräutergarten gebaut wurde und weil man da auf Toilette gehen kann. Ich glaube, das hätte man sich beides sparen können und die Natur einfach für jeden zugänglich halten können. Schade, wirklich schade. Vielleicht bin ich hier aber auch zu sehr von Schweden verwöhnt, wo sämtliche Natur frei zugänglich ist. Zwar gibt es auch dort bei Sehenswürdigkeiten eine gewisse Infrastruktur wie einen Kiosk oder eine Pommesbude, aber Eintritt, den nimmt man da nirgends. Ich will den Leuten in Scheidegg aber auch nichts Böses, also bitte nicht falsch verstehen. Kurz darauf hat man bei Weiler-Simmerberg zum ersten Mal einen freien Blick auf die Alpen. Und zwischen den Bergen mogeln wir uns jetzt zum Großen Alpsee durch.
Immer wieder hat man jetzt wunderbare Ausblicke auf die Allgäuer und die Vorarlberger Berge, bei gutem Wetter wie heute kann man sogar bis zum Schweizer Sentis-Massiv sehen. Und das da vorne ist der große Alpsee. Mit 250 Hektar Fläche hat er sich den Beinamen redlich verdient, für die Menschen der Umgebung Naherholung und Freibad in einem. Und jetzt gehen wir schwimmen. Mal testen, ob die GoPro auch wirklich wasserdicht ist. Und sogar unsere Frostbeule traut sich hinein. Die Berge sind mittlerweile unser stetiger Begleiter. Und wo Berge sind, da sind auch Täler. Ja, verblüffende Erkenntnis, ich weiß. Und ein besonderes Tal wollen wir uns als nächstes ansehen. Bei Sonthofen liegt die Staatslachklamm, eine mehrere hundert Meter lange Klamm, also ein tief eingeschnittenes und enges Tal mit Flussdurchlauf. Entlang des Wassers und einiger Kuhweiden spazieren wir etwas in Richtung der Klamm. Unterwegs sammle ich noch ein paar Andenken. Hallo Jörg, wenn du das siehst, dieser Stein ist nur für dich. Ein guter Freund von mir ist Geologe, entsprechend liegen die Souvenirs hier sprichwörtlich am Wegesrand. Am Eingang der Klamm befindet sich ein 12 Meter hoher Wasserfall. Merkt euch den bitte, der wird noch interessant. Denn wir entscheiden uns spontan nicht in die Klamm hineinzugehen. Zumindest noch nicht. Ja, eigentlich wollten wir jetzt hier durch die Staatslachklamm wandern, aber es hat sich da eine Kleinigkeit ergeben. Was das ist, verraten wir euch aber noch nicht. Das machen wir dann morgen. Ja. Lasst euch überraschen. Freue mich. Erstmal fahren wir jetzt kurzfristig raus aus den Alpen und rüber nach Eitrang. Dort sind wir nämlich abends zum Grillen eingeladen. Meine Eltern verbringen dort ihren Sommerurlaub und da bietet es sich natürlich an, uns für eine Nacht auf demselben Campingplatz einzuquartieren. Und so klingt der Abend mit Grill und Bier bzw. Wein für die Damen gemütlich aus. Immer begleitet vom Gesang der Einheimischen. Und diesmal fällt mir das Outro auch um einiges schwerer als sonst, denn ich will für den nächsten Teil eigentlich nicht spoilern. Nur so viel vorweg, wir besuchen erneut die Staatslachklamm, diesmal auch von innen und tragen dabei nicht ohne Grund Neoprenanzüge. Lasst euch überraschen. Im Anschluss geht es aber wieder zurück auf die Straße. Wir fahren den Oberjochpass mit 106 Kurven, die kurvenreichste Straße Deutschlands und vielen von euch sicher bereits ein Begriff. Also, dranbleiben und beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke euch fürs Mitfahren, bis dahin.